Herzlich willkommen in der Karibik, ihr Lieben. Ja, und damit auch herzlich willkommen zu unserer Weihnachts- und Silvesterreise 2022-2023 an Bord von MSC Seaside. Ja, mit diesem wunderschönen Schiff von MSC Cruises erkunden wir 14 Tage lang die Antillen, diese wunderschöne Inselkette im Osten der Karibik mit so klangvollen Namen wie Barbados, Dominica, St. Lucia, St. Kitts and Nevis, St. Martin und. Also unglaublich viele schöne Inseln. 10 insgesamt stehen auf unserer Reiseroute auf dem Programm. Ja, und ich denke, das wird auf jeden Fall eine super spannende Geschichte werden. Wir freuen uns riesig, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, die Bilder von der Anreise, die habt ihr gerade eben schon gesehen. Wir hatten den Flug nach Fort-de-France auf Martinique ja mit MSC gebucht. Das heißt, MSC hat dann bei Condor eine Maschine gechartert und so ging es dann gestern von Frankfurt per Vollcharter 10 Stunden lang in die Karibik nach Fort-de-France auf Martinique. Ja, den Bustransfer gab es dann gleich hinten dran und so waren wir dann gegen Mitternacht europäischer Zeit an Bord von MSC Seaside. Ja, die Zeitverschiebung zu Europa hier aktuell 6 Stunden. Ja, und dementsprechend waren wir gestern Abend auch hundemüde, als wir dann so gegen 3 Uhr europäischer Zeit dann die Seenotrettungsübung hinter uns hatten. Und ja, da gab es auch definitiv keine Bilder mehr vom Auslaufen und so weiter. Wir waren einfach nur absolut müde. Heute Morgen haben wir dann erstmal ausgeschlafen. Unser Schiff ist ja inzwischen bereits auf Guadeloupe angekommen in Pointe-à-Pitre und wir haben gesagt, heute den Tag nutzen wir wirklich nur, um Sachen an Bord zu organisieren, unsere Koffer auszupacken, die Kabine zu filmen, den Jetlag ein bisschen zu bekämpfen, aber keine Sorge, die Insel verpassen wir nicht, denn nächste Woche sind wir nochmal hier und da wird es dann ein ausgiebiges Video zu Guadeloupe geben. Ebenso verhält es sich dann mit Fort-de-France auf Martinique, auch dort werden wir nächste Woche noch einmal sein. Ja, und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns erstmal das erste Mittagessen heute Mittag im Bedienrestaurant an. Guten Appetit! Ja, ihr Lieben, so viel also zum ersten Mittagessen im Bedienrestaurant an Bord von MSC Seaside. Ja, und das war einmal mehr so, wie man es von MSC erwarten würde. Grundsolide, mediterran inspirierte Kreuzfahrtküche, gehaltvoll lecker, ja, schön präsentiert, also was möchte man mehr? Ja, und falls ihr euch fragt, warum es hier in meiner Kabine gerade so dunkel ist, der Hintergrund ist einfach der, wir haben zwar eine Balkonkabine, aber im Moment scheint die Sonne wirklich extrem hier rein. Wir haben draußen 30 Grad und allerschönstes Karibikwetter. Ja, und damit man mich irgendwie in der Kamera sehen kann, habe ich jetzt einfach mal die Vorhänge zugezogen. Wie das Ganze bei Licht aussieht, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß beim Kabinenrundgang. Ja, soviel also zu unserer Kabine 10040 auf Deck 10. Hierbei handelt es sich um eine Balkonkabine der Kategorie Fantastica. Ja, und wie das bei allen MSC-Neubauten der letzten Jahre ist, so ist auch diese Kabine hier sehr geschmackvoll und modern eingerichtet und sie verfügt über ein paar sehr interessante Detaillösungen, zum Beispiel den Do Not Disturb Button. Das ist ein Schalter an eurer Kabinentür, den könnt ihr abends vorm Zubettgehen drücken. Dann erscheint an der Außenseite eurer Kabine ein Lichtsignal und das signalisiert eurem Kabinensteward am nächsten Morgen wiederum, dass ihr einfach in Ruhe gelassen werden wollt. Da wird euch dann das Housekeeping nicht stören. Ebenso könnt ihr einen Schalter drücken für die Zimmerreinigung, das heißt, sobald dieser Schalter gedrückt ist und ihr beim Frühstück seid, kommt euer Steward vorbei, sieht das Lichtsignal an der Tür und weiß, er kann eure Kabine reinigen. Also eine sehr, sehr tolle Alternative zum Ranfummeln eines Schildes abends, ja, vorm Schlafengehen. Super gelöst hier an Bord und was uns auch ganz gut gefallen hat, ist die Menge der USB-Anschlüsse hier an Bord. Ihr habt hier auf jeden Fall genug Outlets für Handy, Kamera und Tablet. Das sollte also für den Alltagsurlaubsbetrieb wirklich reichen. Klar, wenn ihr mit mehr Equipment kommt, so wie wir mit ein paar Kameras mehr, dann empfiehlt sich nach wie vor ein Adapter, aber für den normalen Urlaubsgebrauch sollte das auf jeden Fall ausreichend sein. Einziger Kritikpunkt an dieser Kabine, aber das habe ich schon ein paar Mal gesagt, ist der extrem kleine Schrank. Ihr habt hier gerade mal 2 Schubfächer und 3 Fachböden sowie eine Kleiderstange und das war es dann auch.
Das reicht für eine Person, es reicht vielleicht auch noch für 2 Personen, aber spätestens bei 3 Personen funktioniert das einfach nicht mehr und daher empfehlen wir euch, wenn ihr mit mehr als 2 Personen hierher kommt, dann nehmt euch auf jeden Fall ein Hängeregal mit, die gibt es günstig bei Amazon zu kaufen, wir verlinken euch da gerne auch unter dem Video eins. Und ja, dann könnt ihr euch das in die Kleiderstange hängen und habt so erheblich mehr Stauraum, das macht das Leben auf jeden Fall leichter. Aber wie gesagt, bis auf das Manko mit dem eben viel zu kleinen Schrank, was bei vielen modernen MSC-Schiffen ein Problem ist, ist es hier wirklich sehr, sehr angenehm. Es ist eine große, luftige und wirklich saubere Kabine. Von daher, ja, fühlen wir uns hier absolut wohl. So, und jetzt geht es für uns erstmal zum Abendessen. Schauen wir mal, was auf den Teller kommt. Ja, und mit diesen schönen Bildern vom Auslaufen aus Pointe-à-Pitre am späten Abend melde ich mich vom Abendessen zurück. Heute gab es ja das Weihnachtsessen im Bedienrestaurant und dafür, dass man bei MSC im Massenmarkt unterwegs ist, da hat man sich wirklich ins Zeug gelegt heute Abend. Es gab auch ein paar besondere Sachen heute, wie Jakobsmuscheln zum Beispiel, aber auch sonst war mit Ente und Lamm wirklich viel Schönes auf der Karte zu finden. Also ich denke, man hat es bei MSC tatsächlich geschafft, den Weihnachtsabend auch kulinarisch sehr, sehr würdig zu gestalten. Im Anschluss ging es dann für uns noch in die Show. Heute Abend war die Christmas Show, um 22 Uhr haben wir da reingeschaut. Ja, und ich muss sagen, das war eine grundsolide Show mit vielen schön gesungenen Weihnachtsliedern. Mit Sicherheit ist kein akrobatisches Feuerwerk oder was, wo man sagen müsste, um Gottes Willen, das hat mich jetzt umgehauen. Aber es war wirklich eine angenehme, schöne Abendunterhaltung. Gerade zur späten Stunde war das richtig schön, um runterzukommen, so als ja, mentaler Absacker. War also auf jeden Fall lohnenswert, da heute Abend dabei zu sein. Ja, und das wäre es dann auch für heute gewesen. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Sehr gerne auch ein Abo und schaut auch gerne mal auf unserer Website vorbei, denn dort findet ihr eine große Menge an Kreuzfahrtangeboten und Ausflugsideen. Ja, ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuklicken. Morgen geht es für euch und für uns dann auf St. Lucia weiter. Wir haben in Castries einen Ausflug zum Strand gebucht, das Ganze mit Get Your Guide. Ja, wie es uns gefallen hat, seht ihr dann morgen. Wir sind auch super gespannt und wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder mit dabei wärt. Bis dahin sage ich einfach, macht's gut und tschüss, euer Chris von Kreuzfahrtsüchtig.